Lektion 1. Jetlag bekämpfen. Hey Anna, hast du irgendwelche Tipps zum Umgang mit Jetlag? Ich habe einen langen Flug vor mir. Definitiv. Ich habe im Laufe der Jahre ein paar Tricks gelernt. Eine Sache, die mir wirklich hilft, ist leichtes Training. Oh, das ist interessant. Daran hätte ich nicht gedacht. Wie hilft Bewegung bei Jetlag? Nun, es bringt deinen Körper in Bewegung und dein Blut zirkuliert. Schon ein kurzer Spaziergang kann einen großen Unterschied machen. Gut zu wissen. Das muss ich im Hinterkopf behalten. Hast du noch einen Rat, den du mit uns teilen kannst? Ja, versuchen Sie, während des Fluges ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Trinken Sie viel Wasser und beschränken Sie den Alkoholkonsum. Das kann den Jetlag wirklich verschlimmern. Ah ja, das macht Sinn. Auf Langstreckenflügen scheine ich immer zu dehydrieren. Es ist wichtig, hydratisiert zu bleiben. Exakt. Und wenn Sie an Ihrem Ziel ankommen, versuchen Sie, so schnell wie möglich bei Tageslicht rauszukommen. Ah ja, das ist gut. Wenn Sie natürlichem Licht ausgesetzt sind, können Sie Ihre Körperuhr neu einstellen, oder? Absolut. Es geht darum, deinen Tagesrhythmus mit der neuen Zeitzone zu synchronisieren. Das ist wirklich hilfreich, Anna. Ich werde auf jeden Fall all diese Tipps für meine bevorstehende Reise berücksichtigen. Großartig. Und versuchen Sie auch, bei Zwischenstopps herumzulaufen. Das kann sehr helfen, aktiv zu bleiben. Zwischenstopps, gutes Argument. Ich werde auf jeden Fall aufstehen und mich bewegen, anstatt nur zu sitzen. Exakt. Je mehr du tun kannst, um aktiv zu bleiben, desto besser wirst du dich an die neue Zeitzone anpassen. Super, vielen Dank für den Rat. Ich fühle mich jetzt viel besser darauf vorbereitet, diesen Jetlag anzugehen. Lektion 2. Den Silberstreif am Horizont finden. Guten Morgen, Anna. Kann ich deine Meinung zu etwas hören? Natürlich. Was beschäftigt dich? Nun, ich habe mich bei der Arbeit mit diesem nervigen Problem befasst, und es war wirklich frustrierend. Oh nein, das klingt stressig. Was ist das Problem? Diese neue Politik, die Sie eingeführt haben, bereitet einfach so viele Kopfschmerzen. Es muss für alle unangenehm sein. Das kann ich mir vorstellen. Es kann sehr schwierig sein, sich auf solche Veränderungen bei der Arbeit einzustellen. Exakt. Aber weißt du, ich habe versucht, den Silberstreif am Horizont zu finden, wenn ich kann. Das ist ein großartiger Ansatz. Was hast du dir ausgedacht? Nun, es zwingt mich, mich besser zu organisieren und meine Prozesse zu rationalisieren, was auf lange Sicht sogar von Vorteil sein könnte. Ah, ich verstehe. Sie versuchen also, das Beste aus einer weniger als idealen Situation zu machen. Das ist wirklich bewundernswert. Ja, ich denke, wenn ich die Richtlinie nicht ändern kann, kann ich mich genauso gut darauf konzentrieren, wie ich meinen eigenen Arbeitsablauf verbessern kann. Das ist so eine gesunde Denkweise. In Herausforderungen die Saat der Chancen zu finden, ist eine wirklich wertvolle Fähigkeit. Auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht führt das später zu einigen positiven Veränderungen. Genau. Positiv zu bleiben und nach den möglichen Vorteilen zu suchen, kann einen großen Unterschied machen. Absolut. Danke für die Ermutigung, Anna. Es hilft wirklich,
diese Außenperspektive zu haben. Natürlich freue ich mich, dass ich für einen kleinen Positivitätsschub sorgen konnte. Ich wünsche Ihnen alles Gute beim Navigieren bei der Arbeit. Ich weiß das zu schätzen. Ich werde diese Mentalität am Silberstreif aufrechterhalten. Lektion 3. Eine unerwartete Verbindung. Psst, Anna, kann ich dir etwas sagen? Klar, was ist los? Du wirst es nicht glauben, aber ich glaube, ich habe gerade unseren alten Chemielehrer an der High School im Supermarkt gesehen. Auf keinen Fall, wirklich? Wie stehen die Chancen dafür? Ich weiß, es ist unwahrscheinlich, oder? Ich musste ein Double-Take machen. Das ist wild. Hattest du die Gelegenheit, Hallo zu sagen? Eigentlich nein. Irgendwie geriet ich in Panik und duckte mich hinter den Müsligang. Oh John, das hast du nicht. Du hättest rübergehen und plaudern sollen. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß nicht, was mir passiert ist. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Lampenfieber. Oh, komm schon. Mr. Peterson war immer so nett. Ich bin sicher, er hätte das gerne nachgeholt. Du hast wahrscheinlich recht. Ich trete mir jetzt selbst in die Hose. Vielleicht schaue ich mal in der Schule vorbei und sehe, ob er noch da ist. Ja, TUS. Es könnte eine großartige Gelegenheit sein, sich wieder zu verbinden. Schwelgen Sie in Erinnerungen an die alten Zeiten. Weißt du, du inspirierst mich. Ich glaube, das werde ich. Wer weiß, vielleicht stellen wir als Erwachsene sogar fest, dass wir jetzt etwas gemeinsam haben. Genau. Man weiß nie, wohin eine unerwartete Verbindung führen kann. Mach es, John. In Ordnung, ich bin auf einer Mission. Danke für den Anstoß, Anna. Danke, dass du mich zur Rechenschaft ziehst. Lektion 4. Eine rechtzeitige Anfrage. Anna, was ist los? Ich habe mich gefragt, ob die Möglichkeit besteht, dass ich morgen spät vom Hotel auschecken kann. Ich verstehe. Was ist der Anlass? Nun, mein Flug geht erst am Abend, und ich hatte gehofft, noch ein bisschen mehr Sightseeing zu machen, bevor ich losfahre. Ich verstehe, das ist ein guter Grund. Ich sehe mal, was ich tun kann. Das wäre unglaublich. Das würde ich wirklich schätzen. Okay, lassen Sie mich kurz an der Rezeption anrufen. Fantastisch, vielen Dank. Ich schulde dir was. Gar kein Problem. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Das ist toll zu hören. Ich war ein bisschen besorgt, dass Sie einen späten Checkout nicht ermöglichen könnten. Nun, ich denke, ich kann meinen Charme entfalten und es möglich machen. Du bist der Beste, John. Nächstes Mal werde ich mich dafür revanchieren. Hört sich gut an. In Ordnung, lass mich den Anruf annehmen. Ich lasse dich wissen, wie es läuft. Perfekt. Ich drücke die Daumen. Nochmals vielen Dank. Du hast es. Ich bin im Handumdrehen zurück. Lektion 5. Ein Fitnesspakt.
Hey Anna, kann ich dir eine Idee vorstellen? Absolut. Was haben Sie im Sinn? Nun, ich habe darüber nachgedacht, wieder zu einer normalen Trainingsroutine zurückzukehren. Das ist großartig, John. Was hat die Motivation ausgelöst? Ehrlich gesagt fühle ich mich in letzter Zeit etwas träge und ich denke, das würde mir wirklich helfen, in Form zu bleiben. Das verstehe ich vollkommen. Bewegung kann einen großen Unterschied machen, sowohl physisch als auch mental. Exakt. Und ich habe mich gefragt, ob du daran interessiert wärst, zu mir zu kommen? Wir könnten uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. HMM, das ist ein interessanter Vorschlag. Ich mag ein gutes Training. Toll, ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Wir könnten verschiedene Kurse ausprobieren oder einfach zusammen spazieren gehen. Ich mag den Klang davon. Es wäre schön, einen Trainingspartner zu haben. Auf jeden Fall. Außerdem denke ich, es wäre eine großartige Möglichkeit für uns, uns zu treffen und zu chatten. Absolut. Ich bin dabei. Wann möchtest du anfangen? Wie wäre es mit morgen früh? Wir könnten einen schönen, flotten Spaziergang durch den Park machen. Klingt perfekt. Ich stelle sicher, dass ich meinen Wecker stelle und dich dort treffe. Wunderbar, dann ist es ein Deal. Das wird großartig, Anna. Ich freue mich riesig darauf. Das ist so eine fantastische Idee. Einverstanden. Es wird uns beiden gut tun, Geist und Körper. Lektion 6. Gemeinsam neue Restaurants erkunden. Hey Anna, hast du von dem neuen Restaurant gehört, das gerade in der Innenstadt eröffnet wurde? Ja, habe ich. Ich wollte es schon lange ausprobieren. Warst du schon dort? Noch nicht, aber ich habe einige wirklich positive Bewertungen dazu online gelesen. Oh, das ist großartig. Wir sollten es auf jeden Fall irgendwann zusammen überprüfen. Absolut, dafür bin ich auf jeden Fall bereit. Wann wärst du frei zu gehen? HMM, wie wäre es mit diesem Wochenende? Ich habe am Samstagabend weit geöffnet. Perfekt, Samstagabend funktioniert auch super für mich. Sollen wir eine Reservierung machen? Gute Idee. Gut, ich reserviere uns einen Tisch. Dann sind wir bereit. Wunderbar, danke Anna. Ich freue mich sehr darauf, diesen neuen Ort auszuprobieren. Ich auch. Die Speisekarte sieht so faszinierend aus, mit vielen einzigartigen und kreativen Gerichten. Zugegeben, es scheint, als hätten Sie eine wirklich interessante und abwechslungsreiche Speisekarte. Ja, ich habe gesehen, dass sie auch viele vegetarische und vegane Optionen haben, was großartig ist. Oh, das ist perfekt, da wir beide heutzutage versuchen, uns mehr auf pflanzlicher Basis zu ernähren. Auf jeden Fall wird es schön sein, viele köstliche Optionen zur Auswahl zu haben. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie das Ambiente und die Atmosphäre auch sind. Das gleiche hier. Ich habe gehört, dass sie eine wirklich nette, gemütliche und moderne Atmosphäre haben. Hervorragend, das klingt genau das Richtige für uns. Das wird ein toller Ausflug.
Ich stimme zu, ich denke, wir werden eine wundervolle Zeit haben. Ich bin so aufgeregt. Ich auch. Es wird ein wahrer Genuss sein, dieses neue Restaurant zusammen auszuprobieren. Stimmt, und wir können Bewertungen lesen, um zu sehen, was andere denken, bevor wir gehen. Guter Punkt, das ist eine kluge Idee. Ich werde diese Woche mehr darüber recherchieren. Hört sich gut an. Ich mache das Gleiche. Das wird ein lustiges Abenteuer. Absolut, ich kann es kaum erwarten. Danke für die Reservierung. Lektion 7. Gesunde Gewohnheiten. Guten Morgen. Ich habe gehört, dass du heutzutage versuchst, dich gesünder zu ernähren. Was ist dein Plan? Du hast richtig gehört. Ich versuche wirklich, achtsamer auf meine Ernährung zu achten. Ich habe vor, mehr Vollwertkost zu verwenden und weniger verarbeitete Lebensmittel zu verwenden. Das ist großartig. Vollwertkost ist so viel besser für dich. Welche Art von Änderungen haben Sie vorgenommen? Nun, ich habe versucht, mehr Mahlzeiten zuzubereiten und mein Mittagessen einzupacken, anstatt die ganze Zeit auswärts zu essen. Und ich versuche, Obst, Gemüse und magere Proteine zu mir zu nehmen. Die Zubereitung von Mahlzeiten ist ein echter Wendepunkt, nicht wahr? Es macht es so viel einfacher, sich an eine gesunde Ernährung zu halten. Auf jeden Fall. Und es spart mir auch eine Menge Geld. Ich hoffe auf einige positive Veränderungen, sowohl in meinem Gefühl als auch auf der Skala. Ich wette, die Aufräumung Ihrer Ernährung kann so große Auswirkungen haben. Haben Sie bisher einen Unterschied bemerkt? Weißt du, das habe ich tatsächlich. Ich hatte mehr Energie und meine Verdauung war so viel besser. Es motiviert mich wirklich, weiterzumachen. Das ist toll zu hören. Kleine Änderungen können einen großen Unterschied machen. Was ist mit Bewegung? Versuchst du auch, aktiver zu sein? Unbedingt. Ich versuche, mich täglich mindestens 30 Minuten zu bewegen, egal ob es ein kurzer Spaziergang oder eine Trainingseinheit im Fitnessstudio ist. Netter, abgerundeter Ansatz. Die Kombination von Ernährung und Bewegung ist der Schlüssel für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden. Stimme voll und ganz zu. Ich versuche wirklich, nachhaltige Gewohnheiten zu entwickeln, nicht nur eine schnelle Lösung zu finden. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, weißt du? Kluge Worte. Langsamer und stetiger Fortschritt ist der richtige Weg. Haben Sie sich bestimmte Fitnessziele gesetzt? Weißt du, das habe ich. Ich strebe an, bis Ende des Sommers 20 Liegestütze hintereinander machen zu können. Es ist ein bisschen weit hergeholt, aber ich bin entschlossen. Oh, nett. Liegestütze sind eine tolle Ganzkörperübung. Ich bin sicher, du wirst es schaffen, wenn du die harte Arbeit weitermachst. Ich hoffe es. Das wird einiges an Hingabe erfordern, aber ich fühle mich motiviert. Wie steht's mit dir? Irgendwelche Fitnessziele, an denen du arbeitest? Nun, ich habe versucht, meine Laufausdauer zu verbessern. Ich trainiere für ein 10-Kilometer-Rennen in ein paar Monaten. Fantastisch, viel Glück damit. Ausdauertraining ist kein Witz, aber es ist so lohnend, wenn du deine Ziele erreichst. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf das Erfolgserlebnis. Und natürlich gönne ich mir danach eine große alte gesunde Mahlzeit. Haha, genau. Du musst diese harte Arbeit vorantreiben.
Nun, ich gehe ins Fitnessstudio. Bis später, Fitnesskumpel. Hört sich gut an, viel Spaß beim Training. Ich werde dich auf jeden Fall wissen lassen, wie das 10K-Training läuft. Lektion 8. Geplänkel vor dem Schlafengehen. Guten Abend, Anna. Ich habe gehört, dass du letzte Nacht eine interessante Begegnung mit einer Spinne hattest. Oh ja, John, es war ein ziemliches Abenteuer. Ich machte mich gerade bettfertig, als ich diese riesige Spinne in der Ecke entdeckte. Huch, das muss ein Schreck gewesen sein. Was hast du getan? Nun, ich hatte zu viel Angst, es wirklich anzufassen, also habe ich versucht, es mit einem Besen aus dem Zimmer zu jagen. Haha, ich kann mir vorstellen, dass du herumhuschst und versuchst, es zu verscheuchen. Hast du es geschafft, es rauszuholen? Irgendwann ja, aber nicht vorher hat es mir einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Am Ende musste ich bei eingeschaltetem Licht schlafen. Oh, arme Anna, alles erschreckt von einer kleinen Spinne. Obwohl ich zugeben muss, dass einige dieser Hausspinnen ziemlich groß sein können. Das können sie wirklich. Und du weißt, wie ich mit allem, was gruselig krabbelt, stehe. Ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen, dem nahe zu kommen. Ich verstehe das vollkommen. Ich muss allerdings sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass du dich nicht an mich gekuschelt hast, anstatt bei eingeschaltetem Licht zu schlafen. Nun, weißt du, ich liebe mein kuscheliges Bett. Und manchmal ist es einfach schön, alles für mich alleine zu haben, auch wenn Spinnen herumlauern. Ach, komm schon, du weißt, mein Bett ist viel bequemer. Und ich hätte dich vor achtbeinigen Eindringlingen geschützt. Haha, ich weiß das Angebot zu schätzen. Aber ich denke, ich werde beim nächsten Mal mein Risiko eingehen, wenn das Licht an ist. Zumindest weiß ich, dass ich alle Spinnen erkennen kann, die mir in den Weg kommen. Fair genug. Allerdings verpasst du den besten Schlafkumpel, den es gibt. Vielleicht nächstes Mal, Spinnenjäger. Aber vorerst bleibe ich bei meinem eigenen Bett und meinem treuen Besen. Haha, in Ordnung, passt zu dir selbst. Aber das Angebot gilt, falls sie jemals wieder Angst bekommen. Das werde ich im Hinterkopf behalten, John. In der Zwischenzeit wünsche ich dir süße Träume und einen spinnenfreien Schlaf. Du auch. Und zögern Sie nicht, sich zu kuscheln, wenn Sie einen tapferen Ritter in glänzender Rüstung brauchen. Lektion 9. Gym Buddies. Guten Morgen. Ich habe dich heute Morgen nicht im Fitnessstudio gesehen. Hast du dein Training übersprungen? Oh nein, ich war dort, aber ich glaube, ich habe mich bei der Beinpressmaschine etwas mitreißen lassen. Die Beinpresse, Das ist eine schwierige Frage. Hast du es übertrieben? Ein bisschen, ja. Ich spüre es jetzt in meinen Oberschenkeln. Was ist mit dir, irgendwelche Lieblingsmaschinen, die du benutzt hast? Nun, ich fange immer gerne mit dem Crosstrainer an, um meine Herzfrequenz zu erhöhen. Und dann nehme ich normalerweise die Hanteln für ein paar Bizeps-Curls und Schulterpressen. Der Ellipsentrainer, Ich muss zugeben, ich bin nicht der größte Fan. Ich bevorzuge das Rudergerät. Wirklich? Ich weiß nicht. Ich finde das Rudergerät manchmal ziemlich hart auf meinem Rücken. Aber ich verstehe den Reiz, es ist ein großartiges Ganzkörpertraining. Das ist wahr. Außerdem finde ich, dass es eine nette Abwechslung zu all den Maschinen ist, bei denen die Beine im Mittelpunkt stehen.
Ich muss auch die Oberkörpermuskeln trainieren, weißt du. Absolut. Sag mal, hast du die neue Kabelmaschine ausprobiert, die Sie gerade installiert haben? Ich liebe das schon seit einigen Lat-Pulldowns und Trizepsverlängerungen. Oh, nein, den habe ich noch nicht benutzt. Das muss ich mir beim nächsten Mal ansehen. Allerdings habe ich ein Faible für das gute, altmodische Bankdrücken. Ah, das Bankdrücken, ein Klassiker. Weißt du, da könnte ich dich erkennen, falls du mal versuchen willst, etwas schwerer zu heben. Vielleicht nehme ich das einfach auf. Könnte gut sein, einen Aufklärer zu haben, besonders wenn man es mit der Beinpresse übertreibt. Ha, ich war dort. Keine Schande, ein bisschen Hilfe zu brauchen. Sag mir einfach Bescheid, wenn du bereit bist, diese Gewinne mit der Bank zu drücken. Das werde ich tun, Partner. In der Zwischenzeit werde ich wohl beim Heimtrainer bleiben. Nettes Training mit geringer Belastung für diese müden Beine. Klingt nach einem Plan. Vergiss nur nicht zu trinken. Ich bin drüben an der Klimmzugstange, falls du mich brauchst. Du hast es, Fitnesskumpel. Genieß die Klimmzüge. Das werde ich tun. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lektion 10. Innovative Lösungen. Hey Anna, hast du dich in letzter Zeit über all die neuen technologischen Innovationen auf dem Laufenden gehalten? Du weißt es. Ich freue mich immer über die neuesten Entwicklungen. Worüber hast du gelesen? Nun, ich habe gerade einen Artikel darüber gelesen, wie Unternehmen einige der größten Herausforderungen der Welt durch ständige Innovation angehen. Oh, das klingt faszinierend. Über welche Herausforderungen haben Sie gesprochen? Alles vom Klimawandel und sauberer Energie bis hin zu globalen Gesundheitsproblemen und nachhaltiger Landwirtschaft. Wow, das sind ziemlich große Probleme. Wie gehen Unternehmen mit neuen Innovationen an sie heran? Der Artikel hob einige interessante Beispiele hervor. Zum Beispiel, wie einige Technologieunternehmen KI-Systeme entwickeln, um die Auswirkungen von Naturkatastrophen vorherzusagen und zu mildern. Das ist echt clever. Der Einsatz von Technologie, um solchen Krisen einen Schritt voraus zu sein, könnte einen großen Unterschied machen. Absolut. Und es gab auch Beispiele für Biotech-Unternehmen, die an revolutionären neuen medizinischen Behandlungen und Impfstoffen arbeiteten. Sehr cool. Innovationen im Gesundheitswesen sind so wichtig, vor allem nach dem, was wir in den letzten Jahren durchgemacht haben. Auf jeden Fall. In dem Artikel ging es auch um Innovationen im Bereich erneuerbarer Energien, wie fortschrittliche Sonnenkollektoren und Windturbinen. Richtig, die Abkehr von fossilen Brennstoffen ist ein so wichtiger Bestandteil der Bekämpfung des Klimawandels. Es ist großartig zu sehen, wie Unternehmen neue Lösungen anbieten. Auf jeden Fall. Und sie diskutierten sogar über Innovationen in der Landwirtschaft, wie vertikale Landwirtschaft und Technologien für die Präzisionslandwirtschaft. Ah ja, eine effizientere und nachhaltigere Lebensmittelproduktion ist entscheidend. Ich bin immer beeindruckt von menschlichem Einfallsreichtum, wenn es darum geht, große Probleme zu lösen. Ich auch. Es ist leicht, sich von all den Herausforderungen zu verzetteln, vor denen wir stehen, aber es ist inspirierend zu sehen, wie die Menschen auf kreative Weise an sie herangehen. Absolut. Innovation ist wirklich der Schlüssel zu einer besseren Zukunft. Ich bin gespannt, welche weiteren Durchbrüche in den kommenden Jahren erzielt werden. Das Gleiche hier. Es gibt so viel Potenzial,
wenn wir unsere Kreativität und Fähigkeiten zur Problemlösung einsetzen. Die Zukunft sieht rosig aus. Lektion 11. Außergewöhnlicher Hotelservice. Guten Morgen. Ich bin gerade von einer Geschäftsreise zurückgekommen und das Hotelerlebnis war unglaublich. Oh wirklich? Sag doch, was hat es so außergewöhnlich gemacht? Nun, das Personal hat alles getan, um sicherzustellen, dass ich alles hatte, was ich brauchte. Das ist wunderbar zu hören. Was haben Sie getan, um einen so großartigen Service zu bieten? Zunächst einmal war die Rezeption sehr freundlich und effizient beim Check-in. Das ist immer ein gutes Zeichen. Mit dem richtigen Fuß auszusteigen kann wirklich den Ton angeben. Absolut. Und das Concierge-Team war unglaublich hilfreich bei der Empfehlung lokaler Restaurants und Sehenswürdigkeiten. Ah ja, diese lokale Expertise macht einen großen Unterschied, wenn Sie auf Reisen sind. Auf jeden Fall. Sie haben sogar Reservierungen für mich in diesem fantastischen Restaurant in der Innenstadt vorgenommen. Wie rücksichtsvoll. Nichts geht über ein wunderbares kulinarisches Erlebnis, um einen großartigen Hotelaufenthalt abzurunden. Exakt. Und das Reinigungspersonal war so aufmerksam, sie haben mein Zimmer jeden Tag perfekt aufgefüllt. Diese Liebe zum Detail ist so wichtig. Es sind die kleinen Dinge, die das Erlebnis wirklich verbessern können. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Und das Beste daran war das rund um die Uhr geöffnete Business Center. Es hat sich wirklich als Vorteil für meine Arbeit herausgestellt. Ah ja, der Zugang zu allen notwendigen Annehmlichkeiten und Ressourcen ist der Schlüssel für eine produktive Geschäftsreise. Auf jeden Fall. Das Hotel hat wirklich an alles gedacht, um meinen Aufenthalt so angenehm und produktiv wie möglich zu gestalten. Es ist so erfrischend, von einem Hotel zu hören, das für seine Gäste wirklich die Extrameile geht. Vollkommen. Ich werde auf jeden Fall wieder dort buchen, wenn ich das nächste Mal in der Gegend bin. Das Personal hat wirklich den Unterschied gemacht. Das ist wunderbar zu hören. Es kann heutzutage schwierig sein, einen guten Kundenservice zu finden. Es ist also schön, wenn ein Hotel es richtig macht. Absolut. Dieser Ort hat die Messlatte hochgelegt. Ich wünschte nur, alle Hotelerlebnisse könnten so außergewöhnlich sein. Lektion 12. Die Revolution am Fließband. Jo. Wussten Sie, dass Henry Ford den Automobilbau mit dem Fließband revolutioniert hat? Auf keinen Fall, wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Was genau ist eine Montagelinie und wie hat sie die Dinge verändert? Nun, die Grundidee ist, dass nicht ein Arbeiter ein ganzes Auto von Anfang bis Ende baut, der Prozess in kleine, spezialisierte Aufgaben unterteilt wird. Interessant. Also würde sich jeder Arbeiter nur auf einen bestimmten Teil der Fahrzeugmontage konzentrieren. Genau. Ford entwickelte die Montagelinie, bei der jeder Arbeiter an der Linie immer wieder eine einzelne Aufgabe erledigte. Wow, das muss den ganzen Prozess so viel effizienter gemacht haben. Wie hat sich das auf die Autoproduktion ausgewirkt? Es war revolutionär. Vor dem Fließband dauerte es über 12 Stunden, um ein Auto zu bauen. Mit der Anlage konnten sie alle 93 Minuten ein neues Auto auf den Markt bringen. Heilige Kuh, das ist verrückt. Kein Wunder,
dass es die Autoindustrie komplett verändert hat? Ja, es war ein totaler Wendepunkt. Ford war in der Lage, die Kosten drastisch zu senken und Autos für den Durchschnittsbürger erschwinglich zu machen. Das ist unglaublich. Ich kann mir vorstellen, wie eine solche standardisierte Produktion in großem Maßstab die Preise nach unten treiben würde. Absolut. Die Montagelinie ermöglichte auch mehr austauschbare Teile, was die Effizienz noch weiter erhöhte. Das fasziniert mich wirklich. Es ist erstaunlich, wie eine innovative Idee eine so große Wirkung haben kann. Richtig. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie schrittweise Verbesserungen zu großen Durchbrüchen führen können. Die Montagelinie war so einfach und doch so leistungsstark. Auf jeden Fall. Da frage ich mich, welche anderen Branchen von einem solchen systematischen Fließbandansatz profitieren könnten. Gute Frage. Ich wette, es gibt Unmengen von Anwendungen, von der Fertigung bis hin zu einigen Dienstleistungsunternehmen. Du bringst mich jetzt zum Nachdenken. Ich frage mich, ob wir einige dieser Prinzipien auf unsere eigenen Arbeitsprozesse anwenden könnten. Das ist eine tolle Idee. Ich suche immer nach Möglichkeiten, Dinge zu rationalisieren und die Produktivität zu steigern. Wir sollten auf jeden Fall ein Brainstorming durchführen. Absolut. Das war super interessant. Danke, dass du mich über die Geschichte des Fließbandes aufgeklärt hast. Es war mir eine Freude. Ich liebe es, mich über solche Dinge zu informieren. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie andere Ideen haben, die wir ausprobieren könnten. Lektion 13. Die Abenteuer von Tom Sawyer. Jo, hast du jemals die Abenteuer von Tom Sawyer gelesen? Nein, habe ich nicht. Worum geht es? Klingt, als könnte es eine interessante Lektüre werden. Es ist ein klassischer amerikanischer Roman von Mark Twain. Es folgt den schelmischen Heldentaten eines Jungen namens Tom Sawyer. Oh, ein schelmischer Protagonist. Das klingt genau nach meinem Geschmack. In welche Spielereien gerät Tom? Alle möglichen Verleumdungen. Er findet immer Wege, seiner Hausarbeit zu entfliehen und Spaß zu haben, auch wenn das bedeutet, in Schwierigkeiten zu geraten. Haha, klingt nach einem echten Unruhestifter. Aber du sagtest, er hat auch eine nette Seite, oder? Worum geht es da überhaupt? Genau. Trotz seiner boshaften Art ist Tom tief in seinem Inneren ein gutherziges Kind. Er kümmert sich um seine Freunde und Familie. Das ist ein toller Kontrast. Ich liebe es, wenn Charaktere diese Dualität haben, äußerlich frech, aber innerlich gut. Vollkommen. Das macht Tom zu einem wirklich vielseitigen, nachvollziehbaren Protagonisten. Du kannst nicht anders, als ihm die Daumen zu drücken, auch wenn er ein totaler Schelm ist. Auf jeden Fall. Ich bin fasziniert. Was kannst du mir noch über die Geschichte und das Setting erzählen? Wo findet es statt? Es spielt im amerikanischen Süden, in einer fiktiven Stadt namens St. Petersburg, die auf Twains Heimatstadt basiert. Ah, ich verstehe. Also hat es diesen klassischen Amerikaner-Vibe. Klingt nach der perfekten Kulisse für Toms Possen. Absolut. Die Kleinstadtkulisse verstärkt wirklich das Gefühl von Unfug und Abenteuer. Tom findet immer Wege, um in der Nachbarschaft in Schwierigkeiten zu geraten.
Ich kann mir vorstellen, wie er wild durch die Straßen rennt und seinen Freunden und seiner Familie Streiche spielt. Es muss eine wirklich unterhaltsame, lebendige Lektüre sein. Ganz gewiss. Twains Schreiben ist so fesselnd und humorvoll. Man merkt, dass er ein echtes Talent dafür hatte, den Geist der Kindheit einzufangen. Das ist großartig. Ich füge jetzt definitiv die Abenteuer von Tom Sawyer zu meiner Leseliste hinzu. Danke für die Empfehlung. Es war mir eine Freude. Lass mich wissen, was du davon hältst, sobald du die Gelegenheit hattest, einzutauchen. Ich wette, du wirst Toms Abenteuer lieben. Das werde ich tun. Ich kann es kaum erwarten, an seinen schelmischen Heldentaten teilzunehmen. Wir sehen uns später, Komplize. Haha, klingt gut. Viel Spaß beim Lesen, Partner. Lektion 14. Eine Gehaltserhöhung aushandeln. In Ordnung, ich brauche deinen Rat. Ich denke darüber nach, meinen Chef um eine Gehaltserhöhung zu bitten, aber ich weiß nicht, wie ich das angehen soll. Ah, ich verstehe. Eine Gehaltserhöhung auszuhandeln kann schwierig sein, aber mit der richtigen Strategie können Sie überzeugende Argumente vorbringen. Exakt. Ich möchte begründen, warum ich ein höheres Gehalt verdiene, aber ich möchte nicht anspruchsvoll oder anspruchsvoll rüberkommen. Das ist ein empfindliches Gleichgewicht. Der Schlüssel liegt darin, sich auf Ihre Beiträge und den Wert zu konzentrieren, den Sie dem Unternehmen bieten. Okay. Welche Dinge sollte ich hervorheben, um ein überzeugendes Argument vorzubringen? Nun, denken Sie über Ihre Leistungen nach und wie sie sich positiv auf Ihre Abteilung oder die gesamte Organisation ausgewirkt haben. Guter Punkt. Ich habe in letzter Zeit viele zusätzliche Aufgaben übernommen und ich weiß, dass mein Arbeitspensum erheblich zugenommen hat. Absolut. Stellen Sie sicher, dass Sie konkrete Beispiele angeben und Ihre Erfolge nach Möglichkeit quantifizieren. Das ist eine tolle Idee. Haben Sie weitere Tipps, wie Sie effektiv eine Gehaltserhöhung aushandeln können? Ja, recherchieren Sie und kennen Sie den Industriestandard für Ihre Rolle und Ihr Erfahrungsniveau. Ah, das ist klug. Ich will mich nicht vom Markt absetzen, aber ich will mich auch nicht unter Wert verkaufen. Exakt. Und seien Sie bereit, Ihre zukünftigen Ziele zu besprechen, wie eine Gehaltserhöhung es Ihnen ermöglichen würde, weiterhin auf hohem Niveau beizutragen. Ah, ich verstehe. Es geht also nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch darum, mein Potenzial und mein Engagement für das Unternehmen unter Beweis zu stellen. Exakt. Und vergiss nicht, einen Backup-Plan zu haben, falls Sie dein gewünschtes Gehalt nicht erfüllen können. Gute Entscheidung. Ich sollte wahrscheinlich einen alternativen Vorschlag oder Kompromiss im Hinterkopf haben, nur für alle Fälle. Absolut. Auf diese Weise können Sie immer noch zu einer für beide Seiten akzeptablen Lösung kommen, auch wenn die ursprüngliche Anfrage nicht realisierbar ist. Toll, das ist wirklich hilfreich. Ich fühle mich jetzt viel selbstbewusster, wenn ich mich an meinen Chef wenden kann. Ich freue mich, dass ich einige nützliche Einblicke geben konnte. Denken Sie daran, professionell, höflich und vorbereitet zu sein. Das werde ich tun. Vielen Dank für den Rat. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir das zu erklären. Natürlich helfe ich gerne weiter. Lass mich wissen, wie es mit deinem Chef läuft. Wir drücken die Daumen für eine erfolgreiche Verhandlung. Das werde ich tun.
Wir sehen uns später, Kumpel. Lektion 15. Das Herz des Hauses. Guten Morgen. Haben Sie bemerkt, dass die Küche das wahre Herz des Hauses ist? Weißt du, du hast absolut recht. In der Küche verbringen wir so viel Zeit. Exakt. Hier bereiten wir unsere Mahlzeiten zu und genießen sie, es ist der Mittelpunkt des Geschehens. Ich stimme zu. Und es ist so gemütlich und beruhigend, in der Küche zu sein. Auf jeden Fall. In der Küche findet die Action statt, findest du nicht? Auf jeden Fall. Hier passiert die Magie, wenn es ums Kochen und Backen geht. Absolut. Und das Herzstück jeder Küche muss der Herd sein, oder? Oh sicher. Der Herd ist unverzichtbar, um all diese köstlichen Gerichte zuzubereiten. Vollkommen. Ich kann mir keine Küche ohne einen guten, zuverlässigen Herd vorstellen. Ich auch nicht. Der Herd ermöglicht es uns, zu köcheln, zu braten und anzubraten. Exakt. Hier findet die wahre kulinarische Kreativität statt. Das hast du richtig verstanden. Der Herd ist das Arbeitstier der Küche. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist das Tool, das unsere kulinarischen Träume zum Leben erweckt. Absolut. Die Küche und der Herd, sie sind das dynamische Duo, nicht wahr? Ja, du hast es gesagt. Die Küche ist das Herz und der Herd ist die Seele. Lektion 16. Im Labyrinth am Arbeitsplatz navigieren. Hey Anna, hast du von der neuen gewerkschaftsfeindlichen Gesetzgebung gehört? Das sorgt im Büro für Aufsehen. Oh, wirklich? Mir war nicht bewusst, dass es so eine große Sache ist. Was genau beinhaltet diese neue Gesetzgebung? Nun, soweit ich weiß, ist es darauf ausgelegt, es den Mitarbeitern viel schwerer zu machen, sich zu organisieren und kollektiv über bessere Arbeitsbedingungen und Löhne zu verhandeln. Das ist besorgniserregend. Ich dachte, wir hätten Gesetze zum Schutz der Arbeitnehmerrechte. Wie können Sie all diese hart erkämpften Errungenschaften einfach wieder rückgängig machen? Offenbar drängt die Firmenlobby seit Jahren darauf, und jetzt haben sie es endlich geschafft, es durchzusetzen. Das alles ist Teil ihrer Strategie, die Kontrolle zu behalten und die Gewinne zu maximieren. Das ist wirklich enttäuschend. Ich meine, ich weiß, dass Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben wollen, aber zu welchem Preis? Sollte es nicht ein Gleichgewicht zwischen Unternehmensinteressen und dem Wohlergehen der Mitarbeiter geben? Genau darüber machen sich viele von uns Sorgen. Es fühlt sich an, als würden sie an den Grundlagen dessen, was einen fairen und gerechten Arbeitsplatz ausmacht, abbauen. Es ist so frustrierend. Ich schätze, wir müssen wachsam bleiben und uns Gehör verschaffen, auch wenn es ein harter Kampf ist. Absolut. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und das geschehen lassen. Wir müssen uns organisieren und uns wehren, zum Wohle all der hart arbeitenden Menschen, die auf diesen Schutz angewiesen sind. Gut gesagt. John, in dieser Sache stimme ich dir zu. Schauen wir uns an, was wir tun können, um das Bewusstsein zu schärfen und vielleicht sogar einige dieser Veränderungen rückgängig zu machen. Hört sich gut an, Anna. Ich werde Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Lassen Sie uns in der Zwischenzeit den Kopf hochhalten und Ihnen zeigen, dass wir nicht kampflos untergehen werden.
Lektion 17. Die Kunst der Entspannung. Guten Morgen, Anna. Hast du vom neuesten Trend in der Wellnesswelt gehört? Es geht darum, die Reise anzunehmen und nicht nur das Ziel. Oh, das klingt faszinierend. Was meinst du damit? Ich dachte, es geht nur darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Nun, das ist die gängige Meinung, aber immer mehr Menschen erkennen, dass die wahre Magie entsteht, wenn man sich auf den Prozess konzentriert, nicht nur auf das Endergebnis. Ich verstehe den Reiz, aber widerspricht das nicht der ganzen Idee, produktiv und effizient zu sein? Nicht unbedingt. Tatsächlich denke ich, dass es Sie auf lange Sicht tatsächlich produktiver machen kann. Wenn Sie sich nicht ständig über das Ergebnis Gedanken machen, können Sie die Arbeit selbst genießen. Okay, du hast mein Interesse geweckt. Gib mir ein Beispiel dafür, wie sich das im wirklichen Leben auswirken könnte. Nehmen wir an, du trainierst für ein großes Rennen. Anstatt nur auf deine Zeit und die Ziellinie zu achten, könntest du dir die Zeit nehmen, die wunderschöne Landschaft, das Gefühl deines Körpers in Bewegung und die Kameradschaft deiner Mitläufer zu genießen. Ich verstehe, was du meinst. Es geht darum, im Moment präsent zu sein und Freude an der Reise zu finden, nicht nur am Ziel. Genau. Und das Beste daran ist, wenn man die Dinge so angeht, schneidet man oft sowieso besser ab, weil man nicht durch Stress und Angst belastet wird. Das ist eine wirklich faszinierende Perspektive. Ich werde auf jeden Fall versuchen, das auf einige der Projekte anzuwenden, an denen ich gerade arbeite. Es könnte ein Wendepunkt sein. Ich freue mich, dass ich das mit dir teilen konnte, Anna. Es ist definitiv etwas, das mir in meinem eigenen Leben sehr geholfen hat. Denken Sie daran, den Prozess zu genießen, egal wie das Ergebnis aussehen mag. Lektion 18. Persönliches Wachstum feiern. Hey Anna, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie sehr ich im letzten Jahr gewachsen und mich verändert habe. Es war ziemlich unglaublich. Oh, das ist so schön zu hören, John. Ich liebe es, über persönliches Wachstum nachzudenken. Was sind einige der größten Veränderungen, die du an dir selbst bemerkt hast? Nun, zum einen habe ich das Gefühl, dass ich wirklich viel mehr Selbstvertrauen und Selbstvertrauen gewonnen habe. Dinge, die mich früher wirklich gestresst haben, stören mich nicht mehr annähernd so sehr. Das ist großartig. Selbstvertrauen ist so wichtig, dass es zu pflegen gilt. Was hat Ihrer Meinung nach zu diesem Wachstum für Sie beigetragen? Ich denke, ein großer Teil davon bestand darin, mich selbst herauszufordern, meine Komfortzone öfter zu verlassen. Ich habe vor ein paar Monaten an diesem Improvisationskurs teilgenommen, und das hat mir wirklich geholfen, mich mit Unsicherheit und Spontanität wohler zu fühlen. Improvisation. Das ist so eine geniale Art, Selbstvertrauen aufzubauen. Ich kann mir vorstellen, dass dir das wirklich geholfen hat, anpassungsfähiger und schneller zu denken. Auf jeden Fall. Und weißt du, es ist lustig, ich war mal so ein Perfektionist, aber ich habe wirklich gelernt, das ein bisschen loszulassen und den Prozess einfach anzunehmen. Das ist so wichtig. Perfektion ist der Feind des Fortschritts, wie man so schön sagt. Es geht nur um Fortschritt statt Perfektion, oder? Genau. Und weißt du, so über mein Wachstum nachzudenken ist wirklich motivierend. Es macht mich neugierig zu sehen, was ich im nächsten Jahr noch erreichen kann. Ich liebe diese Einstellung, John. Ich feiere deine Fortschritte und nutze sie als Treibstoff, um weiter zu wachsen. Das ist so inspirierend. Danke, Anna. Danke, dass du zuhörst und an meiner Begeisterung teilst.
Es ist toll, jemanden zu haben, mit dem man über solche Dinge nachdenken kann. Lektion 19. Spaß bei der Poolparty. Hallo Anna, hast du von der Poolparty gehört, die dieses Wochenende im Gemeindezentrum stattfindet? Hey John, ja, das habe ich. Ich bin so aufgeregt, ich liebe es, Zeit am Pool zu verbringen. Wissen Sie, ob es Altersbeschränkungen gibt? Soweit ich weiß, ist der Pool für Gäste jeden Alters geöffnet. Es wird eine großartige Zeit für Kinder und Erwachsene sein. Das ist wunderbar. Ich hatte gehofft, meine Nichte mitbringen zu können. Sie hat mich angefleht, mit ihr schwimmen zu gehen. Perfekt, ich bin sicher, sie wird viel Spaß haben. Es werden viele lustige Aktivitäten und Spiele für die Kinder organisiert. Fantastisch, das ist Musik in meinen Ohren. Ich wette, die Erwachsenen werden auch ein paar Cocktails am Pool genießen können. Unbedingt. Ich habe gehört, dass sie einen kleinen Barbereich mit erfrischenden Sommergetränken einrichten. Ich freue mich darauf, ihren typischen Mojito zu probieren. Oh, ein Mojito am Pool klingt göttlich. Vielleicht muss ich bei ein paar von denen mitmachen. Haha, klingt nach einem Plan. Es wird so ein lustiges und erholsames Wochenende. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. Das ist genau das, was ich nach einer langen Arbeitswoche brauche. Zeit, die Seele baumeln zu lassen und die Sonne zu genießen. Ich stimme zu, es wird der perfekte Weg sein, um neue Energie zu tanken. Ich werde sicherstellen, dass ich meine Sonnencreme und mein Strandtuch einpacke. Gute Idee. Ich mache das Gleiche. Das wird die beste Poolparty aller Zeiten. Daran habe ich keinen Zweifel. Das wird ein Knaller. Wir sehen uns dort, Anna. Lektion 20. Schnäppchenjagd. Psst, Anna, hast du von den tollen Angeboten im Supermarkt gehört? Nein, habe ich nicht. Was ist los, John? Sie haben einen riesigen Ausverkauf für all ihre Müsli-Marken. Kannst du es glauben? Wow, wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Ich liebe Schnäppchen, besonders bei Grundnahrungsmitteln für die Vorratskammer. Genau. Ich habe meine Lieblingsmüsli für einen Bruchteil des regulären Preises eingedeckt. Gut gemacht. Welche hast du dir geschnappt? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Frühstücksoptionen. Nun, sie hatten die klassischen Frosted Flakes für 50% Rabatt und das Bio-Müsli war, kaufe 1, kriege 1 gratis. Oh, die klingen köstlich. Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen müssen. Hast du zufällig irgendwelche Angebote für proteinreiche Cerealien gesehen? In der Tat, ja. Das ballaststoffreiche, proteinreiche Getreide wurde um 30% reduziert. Perfekt, das ist genau mein Ding. Ich werde heute später dorthin fahren und meine Sachen aufladen. Kluger Schachzug. Diese Angebote dauern nicht lange an, also sollten Sie schnell da sein. Guter Punkt. Ich werde dafür sorgen, dass ich so schnell wie möglich dort bin. Danke für die Vorwarnung, John. Jederzeit, Anna. Man muss aufeinander aufpassen, wenn es darum geht, diese tollen Angebote zu machen, weißt du? Absolut. Ich weiß es zu schätzen,
dass du den Überblick teilst. Das wird mir eine Menge Geld bei meiner Lebensmittelrechnung sparen. Dafür sind Freunde da. Genießen Sie Ihren Einkaufsbummel und lassen Sie mich wissen, welche anderen Schnäppchen Sie finden. Das werde ich tun. Ich habe das Gefühl, dass ich bald die Königin im Müsliregal werde. Haha, das bezweifle ich nicht. Viel Spaß beim Jagen.